Die Luftaufnahme zeigt die Hagia Sophia in Istanbul. Die Kamera schwenkt abwärts, um die Stadt zu zeigen. Der Schwenk deutet die Dunkelheit unter der Stadt an. Die Hagia Sophia dominiert das Stadtbild Istanbuls. Das Gebäude ist ein Wahrzeichen der Stadt. Die Dunkelheit deutet verborgene Aspekte an. Tief unter Istanbuls Straßen befindet sich die Basilika-Zisterne. Sie ist ein Meisterwerk byzantinischer Ingenieurskunst. Die Zisterne ist auch als Yerebatan Sarayı bekannt. Sie stellt ein bedeutendes historisches Bauwerk dar. In Anatolien zeugen Festungen in Ankara von Jahrhunderten des Überlebenskampfes. Auch die Festungen in Iznik sind Zeugen dieser langen Geschichte. Diese Bauwerke demonstrieren die Widerstandsfähigkeit der Region. Sie sind ein Symbol für die Kämpfe und das Durchhaltevermögen. Die Festungen prägen das kulturelle Erbe Anatoliens. Die Basilika-Zisterne ist ein beeindruckendes unterirdisches Bauwerk in Istanbul. Sie enthält 336 Säulen, die sich am Wasser spiegeln und eine mystische Atmosphäre schaffen. Die Zisterne diente einst als Wasserspeicher für den großen Palast von Konstantinopel. Heute ist sie eine beliebte Touristenattraktion und ein faszinierendes historisches Denkmal. Die Basilika-Zisterne wurde am 6. Jahrhundert von Justinian I erbaut. Sie diente hauptsächlich der Wasserversorgung des großen Palastes. Die Zisterne sicherte die Wasserversorgung in Konstantinopel. Sie ist ein beeindruckendes Beispiel byzantinischer Ingenieurskunst. Heute ist sie eine beliebte Touristenattraktion in Istanbul. Die Basilika-Zisterne misst beeindruckende 138 mal 65 Meter. Ihre Ausdehnung ermöglicht die Speicherung großer Wassermengen. Die Zisterne kann zwischen 80.000 und 100.000 Kubikmeter Wasser fassen. Diese Kapazität diente der Wasserversorgung Konstantinopels. Die Größe der Zisterne zeugt von ingenieurtechnischer Meisterleistung. Die Basilika-Zisterne wird von 336 Marmorsäulen getragen. Diese Säulen stützen die Ziegelgewölbe der Zisterne. Die Wände der Zisterne sind mit wasserdichtem Putz versehen. Dieser Putz schützt die Struktur vor Wasserschäden. Die Kombination aus Säulen und Putz sorgt für Stabilität und Wasserdichtigkeit. Die Basilika-Zisterne beherbergt Medusaköpfe an Säulenbasen. Diese Köpfe sind ein architektonisches Detail. Sie befinden sich in der Nähe der Säulen. Die Medusaköpfe sind ein Blickfang. Die Medusaköpfe in der Basilika-Zisterne faszinieren Historiker seit langem. Einer der Köpfe ist verkehrt herum auf einem Sockel platziert. Der andere Medusakopf liegt seitlich auf dem Boden. Die ungewöhnliche Anordnung der Köpfe gibt Rätsel auf. Es gibt verschiedene Theorien über den Grund für diese Platzierung. Die genaue Bedeutung der Medusaköpfe bleibt ein Mysterium. Die Platzierung der Medusaköpfe in der Basilika-Zisterne ist rätselhaft. Eine Theorie besagt, dass es sich um Recycling von Baumaterial, Spolia, handelt. Eine andere Theorie vermutet Schutz des Wassers vor bösen Blicken. Die genaue Bedeutung bleibt jedoch unklar und Gegenstand von Spekulationen. Die Zitadelle von Ankara befindet sich auf einem steilen Hügel. Sie bietet einen strategischen Überblick über die Stadt. Die Lage auf dem Hügel machte sie historisch schwer einnehmbar. Die Zitadelle ist ein Wahrzeichen von Ankara. Sie zieht viele Besucher und Touristen an. Iznik ist bekannt für seine historischen Stadtmauern. Die Mauern umgeben die Stadt und zeugen von ihrer langen Geschichte.
Sie dienten einst dem Schutz vor Angreifern. Heute sind sie ein bedeutendes historisches Denkmal. Die Mauern ziehen viele Touristen an. Sie bieten einen Einblick in die Vergangenheit von Iznik. Ankara und Iznik waren strategisch wichtige Orte. Sie lagen an den bedeutenden Militärstraßen des Reiches. Diese Straßen dienten der schnellen Truppenbewegung. Ankara kontrollierte wichtige Handelswege. Iznik war ein Zentrum für Handwerk und Kultur. Die Festung von Ankara zeichnet sich durch doppelte Mauern aus. Vorspringende Türme sind ein weiteres Merkmal der Festung. Diese Bauweise ist typisch für byzantinische Verteidigungsstrategien. Doppelte Mauern erhöhten die Widerstandsfähigkeit gegen Angriffe. Die Türme ermöglichten eine bessere Überwachung und Verteidigung. Die Mauern von Ankara weisen Spolien auf. Spolien sind Baumaterialien. Diese stammen aus älteren römischen Gebäuden. Die Wiederverwendung war üblich. Es sparte Zeit und Ressourcen. Spolien zeigen Geschichte. Die inneren Mauern Ankaras weisen eine besondere Bauweise auf. Die unteren 8 bis 10 Meter bestehen hauptsächlich aus wiederverwendeten Blöcken. Diese Blöcke stammen wahrscheinlich aus älteren Strukturen. Die Wiederverwendung von Materialien war eine gängige Praxis. Dies sparte Zeit und Ressourcen beim Bau der Mauer. Die unteren Mauerteile zeigen somit eine interessante Geschichte. In Iznik ist das Almaschik-Mauerwerk zu finden. Es zeichnet sich durch abwechselnde Stein- und Ziegelschichten aus. Diese Bauweise ist ein typisches Merkmal der regionalen Architektur. Die Steinlagen sorgen für Stabilität und Festigkeit. Die Ziegelbänder dienen oft als dekoratives Element. Das Almaschuk-Mauerwerk ist eine spezielle Bautechnik, die in Iznik verwendet wurde. Es zeichnet sich durch den Wechsel von horizontalen Stein- und Ziegelreihen aus. Diese Bauweise verlieh den Mauern eine erhöhte Stabilität. Sie schützte die Gebäude vor Schäden durch Erdbeben. Zudem bot das Mauerwerk einen besseren Schutz bei Belagerungen. Kaiser Michael III. Ordnete im 9. Jahrhundert die Restaurierung der Mauern an. Diese Maßnahme erfolgte nach wiederholten arabischen Angriffen. Die Mauern wurden verstärkt, um zukünftigen Invasionen standzuhalten. Die Restaurierung trug zur Sicherheit und zum Schutz der Bevölkerung bei. Kaiser Michael III. Sicherte so die Stabilität der Region. Die Ruinen von Kütahya zeigen Spuren verschiedener historischer Epochen. 5 unterschiedliche Bauperioden sind in den Ruinen erkennbar. Jede Periode spiegelt die architektonischen Stile ihrer Zeit wider. Die Ruinen bieten Einblicke in die Geschichte der Stadt Kütahya. Sie sind ein Zeugnis der kulturellen Entwicklung über Jahrhunderte. Die Cloisonné-Technik ist eine Mauerwerksmethode. Steine werden dabei von Ziegeln eingerahmt. Diese Technik ist in den Mauern von Izmit zu finden. Sie verleiht den Mauern ein besonderes Aussehen. Amorium war eine bedeutende byzantinische Stadt in der Region Phrygien. Die Stadt wurde am Jahr 838 n. von den Abbasiden zerstört. Archäologische Ausgrabungen legen die Überreste der zerstörten Stadt frei. Die Ausgrabungen geben Einblicke in die byzantinische Geschichte und Kultur. Gefundene Artefakte liefern Informationen über das tägliche Leben in Amorium. Die Stätte ist ein wichtiges Forschungsgebiet für Archäologen und Historiker. Amorium erlebte eine Phase des Wiederaufbaus.
Der Fokus lag auf der Stärkung der Verteidigungsanlagen. Römische Spolien wurden für den Wiederaufbau genutzt. Spolien sind wiederverwendete Bauteile aus älteren Bauten. Diese Praxis war kosteneffizient und schnell. Der Wiederaufbau sicherte das Überleben der Bevölkerung. Die Aufnahme schwenkt von einer alten Inschrift. Die Inschrift repräsentiert die historische Tiefe der Stadt. Der Schwenk geht über zu einem Panorama der modernen Stadt. Das Panorama zeigt das heutige Istanbul, Ankara. Der Kontrast betont die Entwicklung über die Zeit. Byzantinische Festungen und Zisternen sind ein Geschichtspalimpsest. Moderne Restaurierungen müssen vorsichtig vorgehen. Ziel ist, die Lesbarkeit der historischen Schichten zu erhalten. Restaurierungen sollten die Geschichte nicht zerstören. Die Bewahrung der historischen Tiefe ist entscheidend.